Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns heute mal wieder eine Überraschungsbotschaft an. Ich mache es mit dem Lebensbaum. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und es geht euch gut. Hier sind Wege ersichtlich. Diese Wege liegen auf der bewussten Ebene. Das heißt, es kann ja auch sein, dass da, wo sich kein Weg zeigte, etwas aufgeht, eine neue Möglichkeit. Sie ist damit verbunden, sich emotional für was anderes zu entscheiden, sich bewusst zu sagen, so oder so will ich mich auch nicht mehr fühlen. Es kann jetzt hier ein Konflikt sein mit einer Konkurrenz, mit der Vergangenheit oder mit Mutterthemen. Es kann das Gegenüber betreffen. Es kann auch sein, dass das Gegenüber oder ein Gegenüber einfach spürt, wo es selbst emotional sehr verstrickt ist darin, wo man sich selbst im Weg steht, wo es noch Hindernisse gibt und so weiter. Aber auf der bewussten Ebene ist das, dass man sich für einen anderen Weg entscheidet. Ne? Man dreht oder wendet die Richtung. Irgendwie habe ich hier so ein Konstrukt, da kommen sich alle wieder näher. Die Beziehungen stellen sich in den Vordergrund. Man fühlt sich verbunden, verwurzelt. Man guckt die Lebensreise von allen an. Hier sind Nachrichten, die Veränderungen mitbringen. Das kann jetzt hier beruflicher Natur sein. Es kann im Kollegenkreis sein. Es kann aber auch sein, dass sie aus dem Vitalitätsbereich kommen. Es kann sein, dass der ein oder andere hier eine Möglichkeit hat, langfristig berufliche Dinge zu verändern. Möglicherweise ist es auch so, ihr seht, das würde jetzt hier noch hinkommen. Ich fange hier an, sonst seht ihr es nicht mehr. Dass es die Selbstständigen betrifft, dass es irgendwo unabhängig macht oder dass es sogar so ist, dass es von einem Arbeitsamt kommt oder unabhängiger vom Amt macht. Ja. Hier sieht man die finanzielle Klärung, das finanzielle Unabhängigsein. Das ist eine sehr schöne Energie. Ne? Einstmals haben wir mit den Fischen die Seelenkarte. Möglicherweise ist es auch das Thema, ich bin unabhängig, ich bin in mir gefestigt. Ich bin im Frieden mit mir und den Dingen, wie sie sind. Das Alleinsein kommt mir da in den Kopf. Aber man sieht tatsächlich auch für einen oder anderen die Klärung mit Geldern über ein Amt, eine Behörde oder auch über die Selbstständigen. Das könnte so ein bisschen wie nennt sich denn das? Ein großer Fisch sein, den man hier an Land sieht. Ich sehe hier mehrere Dinge, ich muss mich konzentrieren. Es kann hier um Gelder der Familien gehen, der Eltern. Es kann aber auch sein, dass hier der ein oder andere einen Berater, ich sehe eine männliche Person, mit an Bord hat, der für Erfolge sorgt, der hilft, etwas durchzuboxen. Das können auch sowas wie Gutschriften sein oder ein Vertrag, bei dem man sich rauswurschtelt, der eigentlich zu teuer war oder überteuert. Für einen oder anderen sehe ich Auftraggeber eben bei den Selbstständigen. An sich ist es so, dass hier auch ein Familienthema angezeigt wird. Es können Vaterthemen sein, Sachen mit Vorgesetzten, Autoritätspersonen. Ich habe ein Konstrukt, das irgendwie alle befreit. Das habe ich auch schon länger. Man darf ja mit einer Überraschung rechnen. Das hier ist die Kombination für
überraschend, kreativ, gute Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte. Dazu haben wir noch das Schicksalkreuz und wir haben den Klee. Ne? Das sind mehrere Dinge, mehrere Lektionen, mehrere Bereiche. Es kann jetzt hier die Familie auch betreffen, die Liebe, das Umfeld, die Häuslichkeit. Für viele vielleicht auch ein Wandel von einer Situation, wo jetzt wieder Wege entstehen, wo Entscheidungen anstehen. Ich habe das eine sehr erdige Energie, eine sehr stabilisierende Energie ist hier. Man kommt irgendwie durch Gespräche an Verbindlichkeit dran. Man verändert vielleicht auch an sich selber etwas an seiner Kommunikation. Es geht auch an alle, die mit dem Thema Kommunikation arbeiten. Wir haben zwei magische Sachen dabei. Einmal die Rabenvögel mit der Magie und einmal den Geier mit dem magischen Wissen. Das haben wir hier. Ne? Hier ist so das Schicksal mit an Bord, eine Lektion, eine Sache, die sich auf eine Art und Weise dreht, wie man sie nicht vermutet. Hier ist es irgendwie so, dass man etwas zu Ende bringen möchte, was längere Zeit nicht stimmig war. Schattenthemen, verlorene Seelenanteile, die eigene Stärke wieder zurück zu bekommen. Die Hingabe an das Schicksal. Guckt mal, und die Karte sagt auch, was ist das für ein alter Baum? Der hängt uns ja sprichwörtlich im Rücken. Ja, hier geht es um das Sprengen von Fesseln, das zu akzeptieren, dass das Leben uns mit auf die Reise nimmt. Und hier wird einiges sich auflösen, was nicht mehr dem eigenen Wohl dient. Und das hat man sich hier vielleicht auch erarbeitet. Hier geht es um die eigenen Träume oder auch um Situationen, wo man so wie handlungsunfähig ist, weil einem das Wissen nicht aufgeht oder der Weg. Aber das haben wir hier oben an der Krone. Das wird uns bewusst werden. Hier geht es auch darum, etwas zu Ende zu bringen. Ne? Das könnte hier die Lektion sein. Hier findet ein altes Leid ein Ende. Man bereinigt die Vergangenheit. Man löst sich, man öffnet sich neue Türen. Und die zwei Karten sind recht ähnlich. Ne? Es kann bei einem oder anderen um Dinge gehen, die andere von einem erwarten. Man lässt schwere Belastungen hinter sich. Es können auch karmische Prozesse sein. Das Schöne ist, wir haben ja unten diese Lektion, die sich auf eine überraschende Art und Weise klärt. Und die Karte sagt, dass alte Leiden sich auf eine Weise lösen werden, wie wir uns das nicht vorstellen können. Da sind auch noch so tiefere Sachen dabei, ne? Wie alte Gelübde. Bei Leuten, die an Vorleben glauben, kann das schon auch damit zusammenhängen. Aber man sieht ja einen schönen Prozess. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.